And yeah, and so then no, then the offer is that you can okay, please pay that. Wir singen zum Beginn des Gottesdienstes 339. 339. Sein Werk auf Erden ist vollbracht, zerstört war er des Todes Macht. Er hat Leben mit Gott versöhnt und Gott hat ihn mit ihr gefühlt.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der den Jüngern erschienen ist, sei mit euch. Meine lieben Schwestern und Brüder, über 40 Tage hinweg ist Jesus den Zeugen seiner Auferstehung erschienen. Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. Hat von Reich Gottes gesprochen und hat den Aposteln nach den Worten der Schrift Anweisungen gegeben. Um Jesus tiefer zu verstehen, braucht er den Geist der Weisheit und Offenbarung. Das Hoffes Christi Himmelfahrt lädt uns dazu ein, besser zu verstehen, zu welcher Hoffnung wir durch Jesus Christus berufen sind, welcher ein Reichtum um sein Erbe schenkt. Wir sind zur Herrlichkeit gerufen, in die uns Christus vorausgegangen ist. Mit Leib und Seele sind wir angenommen von Gott Jesu Christi. Ich habe ein bisschen verspätet. Grund, wir haben erst einmal Eucharistie in unserer Kirche gefeiert. Dann haben wir mit der wunderbaren musikalischen Begleitung, Orgelbegleitung, haben wir gut gefeiert. Wir haben an euch auch gebetet. Ja, ein Fest. Auch heute ist Vatertag. Ich wünsche euch alles Gute und Gottes Segen zu unserem Beter, die für uns gelebt und leben noch. Danke, dass ihr da seid. Good morning, dear friends. A little bit late because first time after this Corona, we are allowed to celebrate the Holy Mass in our church. So we had a wonderful church organ concert, and it also wonderfully played one of our organ. Today we are celebrating the ascension of our Lord, who came to us, lived with us, suffered for us, died for us, but who resurrected, and he is with us forever, and that he promised us. Let's be with him and celebrate this Holy Mass and pray for all those who are away from us. The presence of others makes us so happy. The presence of the Lord is today through Holy Spirit. He promised, I will send a Holy Spirit. I will send my Spirit to you. Yeah, he's there. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, അല്പം താമസിച്ചു പോയി. ഈ കൊറോണയുടെ സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം ലഭിച്ചത്. അത് മനോഹരമായിട്ട് ചർച്ച് ഓർഗലിന്റെ സഹായത്തോടെ മനോഹരമായിട്ടൊരു ബലി അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അത് ഇത്തിരി നീണ്ടുപോയി. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈശോയുടെ സ്വർഗാരോപണം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് ജീവിച്ച് സഹിച്ച് മരിച്ച് ഉത്ഥാനം ചെയ്ത് ഇന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിനോടൊപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ സ്വർഗാരോപണം. ഈശോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ അന്ത്യം വരെ ഉണ്ടാകും. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നൽകി. ഈശോയോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മളെ അകന്നു ആയിരിക്കുന്നവർ, ഈശോ നമ്മളോട് അരുളി ചെയ്തത് ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാണ്. പക്ഷേ ശാരീരികമായിട്ട് അകന്നിരിക്കുന്ന ഒത്തിരിയേറെ പേരുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബലി അർപ്പിക്കാം. Rufen wir dem Herrn im Kyrie und bitten um Erbarmen über uns allen. Send uns deines Geistes Kraft, der die Welten neu erschafft. Erbarme Lass uns als Weisen nicht, zeig uns des Trösters Licht. Christus, erbarme dich. Dass in uns das Herz entbrennt, deine Gnade reich erkennt. Christus, erbarme dich. Allmächtige und barmherzige Gott, erbarme sich unser. Ernehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Zum Gloria singen wir 169. 169. Hier sei Gott, Friede dem Licht seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, Der wieder unter uns. Wir rufen dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Wir rühmen dich und danken dir. Groß ist deine Herrlichkeit. Gloria, Ehre sei Gott, und seine Gnade. Gloria, Ehre sei Gott. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, erfülle uns mit Freude und Dankbarkeit, denn in der Himmelfahrt deines Sohnes hast du den Menschen erhöht. Schenke uns das feste Vertrauen, dass auch wir zu der Herrlichkeit gerufen sind, in die Christus uns vorausgegangen ist, der in Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Now we are hearing from the Act of the Apostles, chapter 1, 1 to 11. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 1-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 17 ഉള്ള വചനങ്ങൾ. Wir hören eine Lesung aus dem Anfang der Apostelgeschichte. Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er durch den Heiligen Geist den Aposteln, die er sich erwählt hatte, Anweisungen gegeben. Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. 40 Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen, euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, standen plötzlich 2 Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde,
wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Zum Zwischengesang singen wir 339, 5. 339, 5. Deiner Christenheit ist unser Christ in Ewigkeit. Ihr uns erfüllte Jubel wir, nicht beim Vater für uns führt. Halleluja, 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 Halleluja. So spricht der Herr, geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit gingen die 11 Jünger nach Galiläa, auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf Erden. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrte sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Meine lieben Schwestern und Brüder, es ist vor 3 Jahren her. Meine Mutti, Hausfrau und Landwirtin von Beruf, sehr gläubig durch und durch, kostbare Mitarbeiterin in der Gemeinde, war schwer erkrankt. Bei einem Besuch in der Klinik bot ich sie an, die Krankensalbung zu feiern. Sie meinte, das ist noch früh und es hat noch Zeit. Eine Woche vor ihrem Tod werde sie unseren Pfarrer rufen lassen. Genauso geschah es. Niemand wusste, woher sie die Sicherheit nahm, aber sie sollte Recht haben. Nach der Feier dieses Sakramentes rief sie alle ihre Kinder und Enkelkinder zu sich. Sie dankte, sprach an, was ihr wichtig war, was sie den Männern, Mann, den Kindern, den Geschwistern und auch mit mir auf den Weg geben wollten. Eine Woche lang, wenn es dann so weit wäre, diese Bitte äußerte sie in ihrem Gespräch. Dann sollen alle in ihrem Stabszimmer zusammenkommen und miteinander den Rosenkranz beten und die Lieder singen. Wir haben es mit Tränen in den Augen getan. Wir haben miteinander gebetet, miteinander gesungen. Wir haben erlebt und erfahren, sie ist aufgebrochen und in jeder einzelnen da geblieben, ganz intensiv. Sie hat niemanden mit dem, was sie sagte, belastet.
Sie hat vergeben und Gutes gewünscht, Sorgen angeduldet und aus ihrem Leben erzählt. Nichts habe ihr in schweren wie in guten Zeiten so geholfen wie ihr ganz persönlicher Glaube. Das Wissen, ich bin nicht allein. Oder Segen, Gott selber ist bei mir. Ihre Lieben und viele, die sie schätzen, haben diese Botschaft im Umgang mit ihr erlebt und das Testamentzeugnis ihres Lebens erfahren. Oft denke ich an diese Begegnung mit meiner Mutti. Und immer wieder entdecke ich, dass Jesus im heutigen Evangelium genauso eigentlich das Gleiche tut. Er ruft seinen zu sich. Auf dem Werk sollen sie kommen. Und er möchte nie allein lassen. Unsicher war für viele. Einige fielen auf dem Boden unter den Füßen. Und einige sind verzweifelt. Jesus kommt nochmal auf die Sprache, wie er für sie gelebt hat. Beschenkt und Tröstungen von Gottes Vollmacht Liebe hat er geblickt. Und Menschen aufgebaut, getröstet, in die Arme genommen, ihnen vergeben, sie erfahren lassen, dass Gott für sie da ist und das Vertrauen in ihn fruchtbar. Wir sind hier versammelt, um ihn versammelt, so wie wir sind, glaubend, suchend, zweifelnd, staunend, überrascht. Er spricht uns an diesem Tag, an diesem Festtag der Christi Himmelfahrt an und verspricht uns, was er denen damals so gesagt hat. Ich bin bei euch. Deshalb dürfen wir an die Macht der Liebe glauben, die Sorge den Tod besiegt. Wir können unseren Weg zu den Menschen gehen, von unserem Glauben und unseren Zweifeln erzählen. Wir dürfen deutlich machen, dass ein Leben nach seinem Wort ein spannender Weg ist. Unsere Bereitschaft, uns senden zu lassen, Menschen zu lehren, ihnen anzubieten, zu erklären, deutlich zu machen, warum und wie wir Gott vertrauen, braucht Mut. Unser Lebensalltag zeigt uns, wie es gelingen kann, auf ihn zu setzen und uns von nichts und niemand anderen vereinnahmen zu lassen. Selbst wenn unser Lebensweg einmal auf die Zielgerade führt, wissen wir, dass wir aufbrechen und wollen nicht so sehr von uns da bleibt, als die Liebe, die wir geschenkt haben. Warum sollten wir uns dann nicht auch wünschen, dass die Menschen um uns ein Loblied auf den Gott singen, der uns durch seine Zusage mit unbändig vieler Segen, Kraft und Hoffnung ausgerüstet hat? Ich wünsche uns allen. Und wir haben alle schon erfahren, Menschen, die gegangen sind ganz intensiv bei uns geblieben. Vielleicht hilft uns diese Erfahrung, Jesus wirklich zu glauben und ihm sogar zu sagen, danke, dass du bei mir bist und bei mir bleibst. My dear friends, for 3 years, when my mother very sick was, I went to visit him. I met her in her bed in the hospital. She was so schwach. She was so finished. She couldn't move, but her will and heart was so active. When we prayed together, when we sang together, she was so the same. With her little words, she don't want anybody to make anything, how is it called, schuld. That means she don't want to blame anybody. She don't want to accuse anybody. She wants to say only thank you, I love you all.
The last verse I heard from her is, "My God, you are enough for me," after receiving the last communion. Yeah, today when I celebrate this Mass with you on Ascension, I'm also the same feeling, and Jesus also did the same. He called his dear ones and he called, "Let's go to the mountain where we met many times." And he had spoken to them who he was for them, how he lived with them, how he loved them. And he told, "Don't be upset, don't be worried. Now I'm going to the Father, but I'm sending someone for you, and I'll be with you always." So, as our sending, we have to be with Jesus and we will be sent out with him. And he says, "Don't be upset, don't be afraid." Why we cannot say the same sense of hope, the joy which we are having to the others? Jesus sends us to others and tells, "Give my good news to others." Let's try when we are celebrating this Ascension. He had promised us, and he is promising still, "I'm with you." So we can say to the people who are worried, who are sick, who are alone, who needs the help of others, "Hello, Jesus is with you." Usually I met a nurse here in my hospital, here in our hospital, and she also narrated her life story with me. And she told one more sister is there with cancer, but she's full of joy. She says how Jesus built up her life. And that helped this nurse who narrated her story. "Father, now I believe in Jesus. I give everything to Jesus. Now I feel so happy. I'm so taken up by his love. So now many worries are gone. My husband died last year from cancer. He was so sorry that he couldn't be with Jesus till the end. So, but I love and I believe. So let us go to the people who need us and tell them, "Hello, you are not alone. Jesus is with you." There's a message of resurrection and there's a message of ascension. God is with me and he lives with me and he is always with me. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, 11 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പം മരിച്ചു പോയപ്പോൾ, അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ജൂൺ മാസം 13-നാണ് മരിച്ചു പോകുന്നത്. അതിന് മുമ്പിലുള്ള വർഷത്തിൽ 2008 സെപ്റ്റംബറിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി. അന്ന് തിരിച്ചു പോരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, ജപമാല ചൊല്ലി. ഒടുവിൽ അപ്പൻ സുവിശേഷം എടുത്ത് വായിച്ചു. ഈശോ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം, "ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇനി അധികകാലം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, നിങ്ങൾ എന്നെ കാണില്ല." ഇത് വായിച്ചു. ഞങ്ങൾക്കാർക്കും അപ്പോഴത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചില്ല. ആരും വിചാരിച്ചില്ല അപ്പൻ അധികാലം കൂടെ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന്. പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സുഹൃത്തുക്കൾ പോയി. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പൻ 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചത്, "നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പരസ്പരം സഹായിക്കണം, ആരും ആരെയും തള്ളിക്കളയാതെ, ആരും ആരെയും വെറുക്കാതെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക." എന്നോടും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു, "ഇൻസ, കുടുംബത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാനായിട്ട് നീ മറക്കരുത്." ഇന്ന് ഈശോയുടെ സ്വർഗാരോപണം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ചിന്തകൾ ഇത് തന്നെയാണ്. ഈശോ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അവിടത്തേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മലയിലേക്ക് വരുവാൻ പറഞ്ഞു, ഗലീലയായിലുള്ള. അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ താൻ അവരെ എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു, താൻ അവർക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ ജീവിച്ചു, താൻ എന്തെല്ലാം അവർക്ക് നൽകി, ഒരിക്കൽ കൂടി അവിടുന്ന് അവരെ ഉപദേശത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഒടുവിൽ അവരോട് പറഞ്ഞു, "നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോകുക, എല്ലാവരോടും പ്രസംഗിക്കുക, ദൈവം ആരാണെന്ന്, നിനക്കാരാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടി അവസാനം വരെ ഉണ്ടാകും."
സഹോദരങ്ങളെ, ഈശോ നമ്മളെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. എവിടെയായിരുന്നാലും എന്തായിരുന്നാലും നമ്മളെ ആവശ്യമുള്ളവരിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ വെറുക്കുന്നവര്, നമ്മളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞവര്, എന്നിട്ട് പറയാം, ഈശോ ഇന്നും നിനക്കായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ സ്വർഗാരോഹണ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഈശോയോടൊപ്പം നമുക്കും ഒരുമിച്ചിരിക്കാം. എന്നെ അയച്ചവന്റെ ആ വലിയ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവർക്കും പങ്കുവെക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Zum Credo singen wir 355. 355. In geschwisterlicher Liebe wissen wir uns heute am Fest Christi Himmelfahrt verbunden mit der Not der Menschen und rufen: Jesus, guter Hirte, erbarme dich unser. Jesus, guter Hirte, erbarme dich unser. Wir rufen mit den Brüdern und Schwestern, die in ihrem Glauben bedrängt und angefochten oder um ihres Bekenntnisses willen verfolgt sind. Jesus, guter Hirte, erbarme dich unser. Wir rufen mit den Verzweifelten, die mit den Schicksalsschlägen, die sie treffen und getroffen haben, nicht fertig werden. Jesus, guter Hirte, erbarme dich unser. Wir rufen mit allen, die in dieser Krise im Herzen abgestumpft und gleichgültig geworden sind. Jesus, guter Hirte, erbarme dich unser. Wir rufen mit unseren Familien, mit den Eltern, heute besonders mit den Vätern und den Kindern, die wir jetzt wieder besuchen können. Jesus, guter Hirte, erbarme dich unser. Wir rufen um Frieden für die ganze Welt. Jesus, guter Hirte, erbarme dich unser. Wir rufen mit unseren Verstorbenen, die sich nach deinem ewigen Licht sehnen. Heute, Jesus, guter Hirte, erbarme dich unser. Dies und alle, was in unserem Herzen noch liegen, bringen wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Zum Gabenbereitung singen wir 319. 319.
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Besuriale Christi funzionó. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, am Fest der Himmelfahrt deines Sohnes bringen wir dieses Opfer dar. Gib uns durch diese heilige Feier die Gnade, dass wir uns über das Irdische erheben und suchen, was droben ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebe die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, die allmächtige Vater zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er ist heute als Sieger über Sünde und Tod aufgefahren in den Himmel. Die Engel schauen den Mittler zwischen Gott und den Menschen, den Richter der Welt, den Herrn der ganzen Schöpfung. Er kehrt zu dir heim, nicht um uns Menschen zu verlassen. Er gibt den Gliedern seines Leibes die Hoffnung, ihm dorthin zu folgen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Sanctus 193. 193. Heilig ist Gott der Herren. Erfüllt sind die Himmel und Erde von seiner Herrlichkeit, Hosanna in der Höhe. Ewigkeit sei der Gott im Namen des Herrn. Hosanna, Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Tag, an dem unser Herr Jesus Christus, dein eingeborenen Sohn, unsere schwache, mit seiner Gottheit vereinte Menschennatur zu deiner Rechten erhoben hat. Durch ihn bitten wir dich, allmächtiger Gott, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden. Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wieder und reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bund. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, wo dich zu stehen und dich zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut, lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen, Ordensleuten und Missionaren und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen.
Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, barme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. Der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Großmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinem Apostel Mädchen und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir glauben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Singen wir zusammen. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist ihr Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir sind Kinder Gottes, darum bitten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Heiligkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in der Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß, deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod. Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Wir schenken einander ein Segen des Friedens. Zum Agnus Dei singen wir 202. 202. Und du erbarme dich unser, das getragen aller Menschen Sünde, erbarme dich unser. O du Lamm Gottes, getragen aller Menschen. Seht das Lamm Gottes, Jesus Christus, der auf den Himmel gefahren ist. Er hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Leib und Blut Christi schenken uns das ewige Leben. Amen.
Zu Danksagung singen wir 347. 347. Der Geist des Herrn erfüllt mit Sturm und Feuerfluten. Er krönt mit Blumen Gottesmahl. Er lässt die Wasser fluten. Ganz überströmt von Glanz und Licht erhebt die Schöpfung ihr Gesicht. So lobet Halleluja. Etwas zur Besinnung. Sie haben die Zeit mit ihm geteilt, sind mit ihm auf den staubigen Straßen durch das Land gezogen, haben mit eigenen Augen gesehen, was Jesus getan und gelebt hat, bis zu seinem grausamen Tod am Kreuz. Er ist nicht im Tod geblieben, sondern hat sich ihnen von neuem zugewendet. Im Gespräch mit Maria Magdalena auf dem Weg nach Emmaus, im Zweifel des Domes, der die Auferstehung Jesu begreifen möchte. Jesus Christus, der Wanderer durch die Zeit, so nah und doch so fern, wendet sich uns zu. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Hört auf ein Wort, empfangt Brot und Wein. Seid die Zeugen meiner Auferstehung in dieser Zeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Der allerherrschende Gott, der heute Christus zu seiner Rechten erhöht und uns Zugang zum Leben verschlossen hat, gewähre euch die Fülle seines Segens. Amen. Vor den Augen seiner Jünger wurde Christus zum Himmel erhoben. Es sei euch ein gnädiger Richter, wenn er wiederkommt. Amen. Er thront in der Herrlichkeit des Vaters und bleibt dennoch inmitten seiner Kirche. Ich schenke euch den Trost seiner Gegenwart. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Heute ist Vatertag, wünsche ich nochmal alle unsere Väter alles Gute und Gottes Segen und sagen wir vergiss Gott und Dankeschön, was sie für uns getan hat. Today is Father's Day. We are congratulating and praying for our fathers. Thank you. And we say in God's name, thank you very much for everything what you did for us and what you are doing for us. ഇന്ന് അപ്പന്മാരുടെ ദിവസമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയ പിതാക്കന്മാരെ ഓർക്കാം, അപ്പന്മാരെ ഓർക്കാം. അവർ ചെയ്ത എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായിട്ടും തമ്പുരാന്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി പറയാം. അതുപോലെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ ഓർക്കാം. അവരേക്ക് നിത്യ സൗഭാഗ്യം നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു സ്വർഗാരോപണ തിരുനാളും അതുപോലെ ഈ ആഴ്ചയിലെ ബാക്കി ദിവസങ്ങളും നേരുന്നു. I wish you all a wonderful Assumption Day. Celebrate with your parents, especially with your father. All the best. And we'll meet on Sunday, 11 o'clock again for the last time in YouTube, because I am beginning Masters in another churches also. Wir sehen uns am Sonntag wieder um 10 Uhr. Bis dann alles Gute und feiern Sie sehr gut mit eurem Väter. Alles Gute und Gottes Segen. Zum Schluss singen wir 336. Gehen wir und bleiben in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.
Timothy, Gott sind nun keinen er lebt und will doch nicht von den Toten auferwecken. Er verkehrt nicht hinterweg, dies ist meine Zuversicht. Jesus wird mit ihm das Reich überall der Welt gegeben. Mit ihm werde ich zugleich ewig herrschen, ewig leben. Gott erfüllt, was er verspricht, dies ist meine Zuversicht. Dankeschön, David, nochmals. Alles Gute zu deinem Tag. Du bist ganz frisch geworden, Papa. Grüße sind dein Lieblings. Thank you, David. All the best. Have a wonderful Father's Day. David നന്ദി. ഇന്ന് നല്ലൊരു പിതാക്കന്മാരുടെ ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു.